Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Mütze spielt. Diesmal habe ich ein kleines Ranked Special für euch. Ich bin unterwegs in meiner Smarland. Das entsprechende Kapitänsbild zur Smarland blende ich euch jetzt ein. Zu Beginn erstmal die Schiffsaufstellung. Wir haben 2 DDs, einen Kreuzer und 3 Babys. Was sind so die großen Stärken von der Smarland? Zum einen habt ihr ein Stealth-Radar. Das ist ein sehr, sehr nützliches Tool. Ihr habt einen Heal, guten Damage und einen speziellen Speed-Boost, der euch nochmal Incoming Shots leichter dodgen lässt. Ich habe mich entschieden, am Anfang vom Game erstmal in die Mitte zu fahren, um da den Gegner ein bisschen zu spotten. Ja, man muss tatsächlich aufs Radar aufpassen bei einem DD. Gerade Petro ist hier das beste Beispiel. Aber gerade in Early Spotting hilft eurem Team im Ranked so ein bisschen einzuschätzen, wo kommt der Gegner, wie verteilen die sich, wo muss ich aufpassen. Habe jetzt auch schon mal Torps in Richtung Petro geworfen. Da kommt das Radar. Darauf war ich auch vorbereitet. Ihr seht schon, ich war auf dem Weg raus. Deswegen ist der Incoming Damage auf mich minimal. Gerade im Arms Race stört euch das tatsächlich nicht so wirklich. Leider hat unser Smarland das ein bisschen anders gemacht. Und zwar hat er sich No-Sin an die Insel gestellt. Ist halt sehr riskant, ne? Wenn ihr hier ein Radar bekommt oder euch ein DD spottet und ihr seid No-Sin, kommt ihr halt mit einer Smarland sehr schwer raus, weil ihr halt keinen Smoke habt, um euch zugehen zu lassen. Kriegt hier ein paar Torp-Hits auf die Petro. Sehr gut, gerade am Anfang. Wollt ihr immer ein bisschen Damage machen. Und wenn der aufs Radarschiff kommt, ist der natürlich sehr überragend. Jetzt haben wir genau das Problem, was ich gerade erwähnt habe. Die Smarland steht jetzt Nose-In drin, wird von der Z42 gehydrot und geht deswegen jetzt auch höchstwahrscheinlich raus. Genau, und das ist halt das Problem. Gerade im Ranked sieht man es häufig bei vielen DD-Spielern, dass sie sich einfach zu aggressiv positionieren, Nose-In und sich damit halt sehr leicht rausnehmen lassen. Und das möchtet ihr halt ganz einfach nicht. Vielleicht am Anfang, ihr versucht ein bisschen die Caps zu contesten. Ja, klar, wenn es welche gibt. Aber nicht so, dass ihr gleich sterbt. Ne? Versucht nur den Gegner rauszudrängen. Man muss nicht unbedingt am Anfang cappen. Viel wichtiger ist auch ein bisschen Spotting zu geben, damit eure Teammates vielleicht auf die DD schießen können, da ein bisschen Damage machen können. Und das könnt ihr eigentlich mit jedem DD so ein bisschen so fahren. Ich habe mich jetzt entschieden, nach außen zu fahren, ein bisschen auf die Flanke, die Wujing zu spotten, dass der rausgeht und auch die Haaland so ein bisschen im Blick zu haben, weil hier der Damage Buff ready ist und den versuche ich hier gerade auch so ein bisschen zu verteidigen. Das meint damit, wenn die Haaland hier reinfährt, versuche ich ihn mit dem Radar zu killen. Ganz einfach. Ihr merkt auch, mein Spotting Damage ist gerade am Anfang jetzt schon relativ hoch. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man in einer guten Position als DD steht, wo dein Team erstens mal Schiffe beschießen kann und du damit auch Schiffe offen halten kannst. Habe jetzt auch extra noch nicht geschossen, wollte mich da so ein bisschen inaktiv halten in Bezug auf, ich wollte halt die Haaland catchen. Das war so ein bisschen meine Idee. Ich habe gemerkt, aktueller Spielverlauf ist noch solide. Ich muss noch nicht aggressiv spielen. Kriege jetzt auch den Kampfspeer. Das ist auch immer gerade nach 5 Minuten schon Beweis, dass ihr ein gutes Spotting habt. Und eine Auszeichnung, die euch gerade bei so Runden, wo es vielleicht dann nicht so läuft, noch einen Stern safen kann. Habe jetzt auf die Wujing getorpt. Hoffe mal, dass ich da ein paar Hits bekomme. Das Problem ist halt immer, BBs Nose in Torpen. Der Schaden, der dabei rumkommt, ist relativ gering meistens, ne? Weil ihr seht, die Lücken werden immer größer. Ihr braucht halt einen, ich sag mal, einen günstigen Spread, den ich tatsächlich hier auch habe. Also 3 Torpedo-Hits Nose-In ist schon mal eine gute Sache. Ich habe auch den Spezialkapitän auf der Smarland drauf, deswegen kriege ich jetzt einen verbesserten Torpedo-Reload. Das ist nice to have.
Aber Smarland baut man nun mal auf ganz, deswegen nur eine kleine Randnotiz. Ihr seht jetzt, mein Plan war jetzt, Wu Jing hat ein Flooding repariert. Weil er Torpedo jetzt bekommen hat. Und meine Idee war, ich versuche ihn jetzt anzuzünden und ihn damit rauszukriegen. Deswegen, mehr auch nicht. Ich schaue jetzt, dass ich kein Damage mehr kriege, versuche mich hier zugehen zu lassen, damit es nicht ganz so teuer wird, weil ich vermeiden wollte, dass die Wu Jing nochmal auf mich schießt und dass die Haaland zu viel Damage auf mich macht. Hat ganz gut funktioniert. Haben jetzt das BB rausgekriegt, kriegen auch die Wisconsin raus. Das heißt, wir sind auf der Seite gut aufgestellt. Schauen wir uns die Punkte an. Relativ ausgeglichen. Buff-technisch sind wir auf jeden Fall hinten dran. Auch von der Schiffsanzahl ist noch alles soweit in Ordnung. Aber wir sehen, unsere Los Andes wird wahrscheinlich rausgehen. Ich hoffe, der tradet noch die Petro mit. Das wäre sehr nice. Jo, perfekt. Ein Radarschiff raus. Das hilft mir auf jeden Fall. So, und nachdem jetzt sich das Game ein bisschen, ich sag mal, aufgelöst hat, kann man jetzt überlegen, geht man für die Buffs, was ich jetzt tun werde, mehr ins Zentrum, weil demnächst spawnt auch das Mittelcap. Das möchte man ja einnehmen, um den Gegner da mehr unter Druck setzen zu können. Zum anderen habe ich jetzt noch ein 2 DD-Setup gegen mich. Deswegen brauche ich halt auch die Buffs. Gerade die Schadensbuffs sind sehr stark. Wenn ihr da gegen DDs fightet, habt ihr halt nochmal einen Damage-Vorteil. Und ich möchte auch verhindern, dass die Haaland die bekommt. Des Weiteren bekommt ihr auch Punkte, die im Late-Game nochmal wichtig sein können. Was für einen DD hier ein sehr starker Buff ist, ist selbstverständlich der Heal-Buff. Da solltet ihr immer drauf schauen, dass ihr den vielleicht mitnehmen könnt. Aber die 2 Schadensbuffs sind auf jeden Fall sehr gut, um erstmal den ersten DD-Fight eröffnen zu können. Libertad geht jetzt auch nochmal auf, ist wichtig zu wissen. Hier macht meine Hildebrand was sehr Merkwürdiges. Er dreht Breitseite raus. Kriegt jetzt aber den Buff. Und begebt mich jetzt in die Mitte. Bin jetzt spotted. Hab mir gedacht, okay, das kann nur die Haaland sein. Fange jetzt an zu bremsen. Und ziehe mein Radar. Und tatsächlich, da ist die Haaland. Jetzt geht es darum, den bestmöglich rauszutraden, ohne selbst zu viel Damage zu nehmen. Ihr seht, ich ziehe hier auch mein Heal sofort mit. Noch keine Damage Corn. Versuche hier auch ein bisschen mich zu bewegen, bremsen, beschleunigen. Kriege hier auch nochmal Feuersupport von meinem BB. Das ist auch immer sehr gut. Damit Kill auf die Haaland. Das ist sehr wichtig, weil meine Columbo jetzt ein bisschen entspannteres Leben hat, weil er nicht mehr auf Torps achten muss. Ich schiebe jetzt in die Mitte. Mein Problem tatsächlich ist jetzt gerade, es gibt ja noch die Z42. Der hat ja 6 Kilometer Hydro. Mein Radar ist auf Cooldown. Mein Heal ist noch nicht ready. Und ich habe selber auch keinen Heal-Buff. Das heißt, dieser Fight könnte für mich sehr schwer werden. Dem muss man sich so ein bisschen im Klaren sein. Z42 kann sehr unangenehm sein. Kriege jetzt aber den Heal-Buff und da geht die Z auf. Der hat auch Hydro laufen. Ich schaue, dass ich hier gleich mein Damage mache. Ich sehe auch, er hat AP geladen. Das heißt für mich, winkeln, keine Breitseite zeigen. Weil wenn ihr hier Breitseite zeigt, dann nukt er euch komplett aus dem Leben. Ne, mein Vorteil tatsächlich ist jetzt hier, dass er erstmal sehr lange AP geschossen hat. Und ihr seht, ich habe keine Chance. Ich muss versuchen, ihn blind rauszuschießen. Kriegt es hier hin. In diesem Gunfight habe ich vieles richtig gemacht. Zum einen habe ich mich nicht Breitseite gestellt gegen die AP-Volleys, weil das ist halt was viele DD-Spieler machen, um alle Guns zu nutzen. Da verzichtet ihr lieber auf den hinteren Turret und schaut, dass ihr wenig Damage nehmt. Und dann wird es halt wichtig sein, bleibt konzentriert beim Blindfire, wenn er wirklich zugeht. Schaut, wo die Shots kommen, schießt da drauf, weil ihr seid sowieso spotted durchs Hydro. Ihr könnt nicht zugehen
Und Torps werfen ist bei sowas nicht wirklich effizient. Zum einen kriegt ihr die Torps höchstwahrscheinlich nicht mehr raus, weil er euch vorher killt. Und zum anderen hat er Hydro, das heißt, er kann die Torps sehr gut dodgen. Meine Columbus währenddessen rausgegangen. Das heißt, ich habe jetzt ein 1 gegen 1 gegen Libertad. Mein HP-Pool ist ziemlich gering. Und deswegen müssen wir das jetzt taktisch clever spielen. Das bedeutet für mich, ich versuche ihn zu spotten. Zum anderen hier dieses Cap zu holen. Das wäre natürlich das Nonplusultra, weil damit muss er ins Cap fahren. Ich weiß so ein bisschen, wo er ist. Kann ihn möglicherweise resetten. Und ich versuche ja auch meine Torps dahin zu werfen, wo ich ihn möglicherweise auch catchen kann. Na, das waren jetzt Blind Torps. Ich habe mal vermutet, er fährt Richtung Buff. Haben jetzt noch 30 Sekunden. Ich habe tatsächlich gehofft, dass er nicht reinfährt. Noch 20 Sekunden. Es wäre unfassbar wichtig, dieses Cap zu kriegen. Ja, aber er kriegt den Turn. Ist auf dem Weg rein. Noch 18 Sekunden. Es könnte tatsächlich sehr knapp werden. Habe jetzt entschlossen, ihn nochmal zu beschießen, um ein bisschen HP von ihm runterzukriegen. Noch 5. Kriegt ja auch das Großkaliber. Tatsächlich kriegen wir hier das Cap kurz bevor er es blocken kann. Das ist ein immenser Vorteil, glaubt mir das. Weil das bedeutet, dass ihr jetzt Punkte bekommt, wenn er rausfährt. Das heißt, er muss drin bleiben. Und zum anderen könnt ihr ihn jederzeit auch resetten und damit trotzdem dafür sorgen, dass er einfach keine Punkte generiert. Ich hole jetzt die ganzen Heal-Buffs, weil die sind enorm wichtig, weil ich spiele gegen eine Libertad. Secondary BB, äußerst unangenehm. Und ihr seht auch, ich versuche jede Möglichkeit zu nehmen, Damage zu bekommen. Zum einen kriege ich vielleicht einen Brand, der mir hilft, wenn ich Torpedo-Hits mache. Eine Libertad könnt ihr Open Water nicht farmen. Das ist sehr, sehr schwer. Na, weil die Secondary Range, der Secondary DPM, der killt euch. Bei 6k, ihr dürft das nicht unterschätzen. Deswegen versuche ich hier clever, ihn immer wieder zu resetten, ihn dann zu beschießen, wo er mich nicht zurückbeschießen kann und das so weit in die Länge zu ziehen, dass er einen Fehler macht, dass er vielleicht in meine Torp fährt. Hier habe ich zum Beispiel ein gutes Positioning gehabt, um ihn mit meinem Radar for free abzufarmen. Das sind so Situationen, die müsst ihr versuchen zu nutzen. Die müsst ihr erkennen, zum einen, dass ihr hier die Möglichkeit habt und dann hier zum Beispiel einen wichtigen Brand setzen könnt. Ja, und so viel Damage wie möglich da reinhaut. Wenn das jetzt eine Montana gewesen wäre oder irgendein anderes BB, dann geht es wirklich nur darum, die Main Guns zu dodgen. Aber gerade so eine Libertad, da habt ihr zwei Gefahren. Das sind die Main Guns und die Secondaries. Ihr seht auch, ich fahre jetzt einen sehr weiten Bogen, weil die Libertad hat eine sehr gute Manövrierbarkeit. Kommt hier nämlich auch um die Kurve rum. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn ihr da in ihm drin steht, seid ihr sowieso RIP. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Deswegen auch dieser breite Bogen. Punktetechnisch muss ich selbstverständlich hier aufpassen. Ihr seht, er hat noch 1 Minute 10 Zeit, das Ganze zu cappen. Punktetechnisch sind wir nicht so weit vorne und die Punkte im Cap ticken sehr, sehr schnell. Aber ich habe mich echt hier gewundert, wo ist er? Ist er gebeacht? Fährt er hinten raus? Also die Möglichkeiten waren halt vielfältig. Und du musst wirklich hier auch ein bisschen Glück haben, dass du ihn mit Torps erwischt. Meine Torps sehen tatsächlich gut aus. Einer wird wahrscheinlich connecten, das wird er nicht mehr dodgen können. Hier jetzt nochmal ein Flooding zu bekommen, wäre auch super, was funktioniert. Und jetzt habe ich mich entschlossen, 4K, gehen wir das Risiko ein und versuchen ihn schnellstmöglich zu killen. Ihr habt die erste Salve ja quasi for free, aber ihr seht auch, die Secondaries legen gleich los. Vieles shattert auch. Und das ist halt so ein bisschen das Hauptproblem, weil der kitet jetzt weg. Macht es mir hier relativ schwierig, aber mein Damage Output durch Arms Race ist relativ hoch.
Und ihr habt jetzt auch gesehen, ich habe in dem Gunfight in der kurzen Zeit jetzt 5k HP verloren. Und wenn dieser Gunfight noch 5 Sekunden, 10 Sekunden länger dauert, könnte es tatsächlich knapp werden. Aber dazu ist es nicht gekommen. Wir haben die Runde geholt. Wir haben 3 Kills gemacht. Relativ viele Torpedotreffer, würde ich sagen. Das war in dem Game wichtig in vielen Situationen. Wir haben einen frühen Kampfspeer bekommen. Wir haben Großkaliber bekommen. Und konnten auch das Cap holen, was sehr, sehr entscheidend auch für den Sieg war. Schauen wir auf die Teamwertung. Hier haben wir 2,5 Base. Ist für so ein Ranked Game ein sehr gutes Ergebnis, weil ihr weniger Schiffe habt. Gerade mit einem Single Cap könnt ihr weniger cappen. Also muss man auf jeden Fall als sehr wertig erachten. Wenn euch das Video zu Smartland gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.